Weißt du, wenn wir es schaffen, oder mit dem Dächer, die sich auf. Dieser Mann baut in Dubai das höchste Gebäude der Welt. Ich bin Santiago Calatrava, ich bin 65 Jahre alt, bin Architekt, Bauingenieur und bildender Künstler. Und meine ganze Lebensaufgabe bestand, auf diese 3 Disziplinen etwas Neues hervorzubringen. Dubai ist schon heute die Stadt der baulichen Superlative. Modellbauer geben dem Modell des bald höchsten Turms der Welt den letzten Schliff. Als Aussichtsturm soll das Bauwerk alles überragen, was bisher gebaut oder geplant wurde. Für Santiago Calatrava und seine Mitarbeiter eine riesige technische Herausforderung. Ich wollte, dass es doch das Ingenieurmäßig sich sublimiert in eine schöne Form. Und so habe ich mir orientiert oder auf die Welt der Pflanzen und der Blumen, wie die Lilien, die geschlossen sind und wachsen mit einem eleganten, feinen Stil. Um das zu verwirklichen, musste ich mich bedienen von der Technologie der Kabel, wie ich es sonst in Brücken gemacht habe. Die Drahtseile, die den kilometerhohen Turm stabilisieren, sind teilweise fast einen halben Meter dick. Entstanden ist die Idee für den Turm an Santiago Calatravas Küchentisch in Zürich. Alle seine Projekte beginnen in der Küche. Wir haben 4 Kinder, nicht? Und die waren klein und habe einfach versucht, so viel mit der Familie zu sein als möglich und gleichzeitig an meine Arbeit gerecht zu sein. Und so habe ich mir immer wohl gefunden in der Mitte der Familientätigkeit, die meistens oder in einer Küche passiert, nicht? Aber ich arbeite sehr, sehr gern. Also in eine intime Atmosphäre, nicht, sagen wir mal so. Der Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Diese Arbeit begründete Santiago Calatravas internationale Karriere. Fast gleichzeitig entstand die Vorhalle des Luzerner Bahnhofs. Viele weitere Bahnhöfe in der ganzen Welt sollten folgen. In New York steht der spektakulärste Bahnhof, den Santiago Calatrava je gebaut hat. Der Bahnknotenpunkt am Ground Zero hat $4 Milliarden gekostet, aber Vorbild war der Bahnhof Stadelhofen. Alles, was ich weiß über Bahnhöfe, habe ich am Bahnhof Stadelhofen gelernt. Sämtliche Fragen, die dort beantwortet werden müssten, oder, hat mir eine Bagage gegeben, die hat mir gebracht, 7 andere Bahnhöfe anderswertig zu machen. Die Verbindung von Architektur und Ingenieurskunst prägen alle 101 Projekte seiner über 30-jährigen Karriere. Viele Bauten sind auch von der Natur inspiriert. Wie alle Stars der Architektur hat auch Calatrava klein angefangen. Ein Balkon in einer Villa in Wittikon. Das war mein erstes Projekt. Ich habe diesen Balkon projektiert, ob es eine Brücke wäre. Das heißt, dass Sie können eine Aufgabe, die relativ bescheiden erscheint, aber es kann ein Laboratorium sein für eine größere Aufgabe. Santiago Calatrava bei der Arbeit in seinem Büro im Zürcher Enge-Quartier. Hier setzt er mit seinen rund 80 Mitarbeitern um, was er am Morgen in der Küche ersonnen hat. Seine Hightech-Projekte werden auch oft mit profaner Scherenschnitttechnik entwickelt. CAD-Computertechnik kommt später zum Zug. Als Architekt ist Calatrava auch Manager eines mittelgroßen Unternehmens. Dennoch sind 3 Stunden täglich für die Kunst reserviert. Zurzeit widmet er sich der Aktmalerei. Auch an der Staffelei verzichtet er nicht auf den eleganten Anzug. Ich verstehe diese Arbeit als eine sehr intime Arbeit. Das heißt, es ist nur ein Dialog zwischen mich und mich selbst, eventuell mit das Modell. Es braucht Zeit, es muss durch einen filtriert werden. Es sind noch die Farben da und es ist auch eine Technik, die man sich beibringen muss, nicht bis die Sache irgendwie im Gleichgewicht steht. Aber es ist ein fantastischer Weg und ich würde sehr gern oder noch ein anderes Leben haben, oder um das nur an dem da zu arbeiten. Der Spross einer alten spanischen Adelsfamilie studierte zuerst Kunst und Malerei, dann Architektur und ließ sich dann anschließend an der Zürcher ETH zum Ingenieur ausbilden. Nach der Malerei eine Videokonferenz mit der Filiale in New York. Die Spezialisten arbeiten dort am Dubai-Turm und Projekten in den USA.
Zurück in Dubai, wo schon heute das höchste Gebäude der Welt steht. Santiago Calatrava hat aus Zürich die neuesten Pläne und Modelle mitgebracht, die er den Stadtvätern der Wüstenstadt zeigen will. Für ihn gibt es kaum kulturelle Grenzen. Während er in Dubai unterwegs ist, entsteht in New York eine christlich-orthodoxe Kirche. Auch in Israel hat er schon gebaut. Calatrava hat den Architekturwettbewerb gewonnen, mit dem Auftrag, höher zu bauen als die Konkurrenz. Wie hoch der Aussichtsturm werden wird, hält der Auftraggeber noch geheim. Also er wollte nicht nur eine sehr hohe Gebäude, sondern eine sehr schöne Gebäude. Eine Gebäude, die sollte zu Dubai und zu der Welt sein, das was vor mehr als 100 Jahren La Tour Eiffel war. Das Fundament des Turms ist schon im Bau. Alle Arbeiten werden von Michael Calatrava, dem Sohn des Architekten, koordiniert. Der in den USA ausgebildete Bauingenieur leitet Calatravas Büro in Dubai. Auch hier arbeiten Architekten und Ingenieure eng zusammen. Wo ist denn eigentlich das Herz des internationalen Unternehmens Calatrava? Also unsere DNA ist das pure Schweizer, außer dass wir auch eine internationale Firma sind. Also wir basieren uns überall auf der Welt. Sohn Michael Calatrava wohnt mit seiner Frau in der 107. Etage des Burj Khalifa und ist vor wenigen Wochen Vater geworden. Zweite, dritte Generation, nicht? Die sind am Kommen, nicht? Dubai wird vielleicht Santiago Calatravas Höhenrausch befriedigen, doch der Architekt mit spanischen Wurzeln und Schweizer Pass plant schon die nächsten Pioniertaten.